Okay, dann fangen wir jetzt an. So, mit leichter Verspätung beginnen wir jetzt hier unseren Talk am Wasser. Und wir sind sehr froh, dass wir zum Meerestag hier zwei Gäste aus dem Pazifik begrüßen können. Ich werde das auch jeweils übersetzen. I talk first in German myself and then translate it so you can think longer about your answer. That's pretty clever. And neben mir sitzen Maureen Penury und Rosa Koyan. Sie werden sich gleich noch vorstellen. Herzlich willkommen. Welcome in Bremen. And I think it's best that nein, I do it first in German. Ich bitte Sie jetzt erstmal noch, sich vorzustellen, wo Sie herkommen und uns einzuführen, was die Organisation ist, für die Sie arbeiten. Maureen and Rosa, you please tell us where exactly you come from and about your organizations you're working for. Yeah. Okay, Maureen started. Hello, Vinaka. I hope there's someone here from the Pacific. I come from an island called the Fiji Islands. There are over 300 islands that make up the Fiji group. We are, if you don't know where Fiji is, we are very close to Australia, above New Zealand, in the big blue ocean. Also, ich komme von den Fidschi-Inseln. Das ist eine Gruppe von ungefähr 300 Inseln in der Nähe von Australien und es liegt etwa bei Neuseeland, tief im Blauen Ozean. Hello, my name is Rosa. I'm from Papua New Guinea, another Pacific island, probably the biggest island in the Pacific at the moment, and very happy to see all of you. Okay, und das ist Rosa Koyan. Sie kommt nicht von den Fidschi-Inseln, sondern von Papua-Neuguinea, was auch in derselben Region ist. Sehr große Insel Papua-Neuguinea und sie freut sich hier zu sein. Eure Organisationen beschäftigen sich mit Tiefseebergbau und vielleicht könntet ihr uns kurz erklären, was das überhaupt ist und warum euch das in eurer Region beschäftigt. So if you could please tell us, you are concerned with seabed mining, and if you could a little bit explain what seabed mining is and why it is a problem for you. Seabed mining is the mining of minerals on the seafloor. It's never been tried anywhere else in the world. The Pacific stands to be the first region in the world where the technology will be tried. Okay, also Tiefseebergbau ist der Abbau von mineralischen Rohstoffen am Meeresboden in großen Tiefen und im Pazifik werden die ersten Experimente damit durchgeführt. Der Pazifik ist die erste Region auf der Welt, wo Tiefseebergbau tatsächlich stattfindet. And one of the key things that we're concerned about is that a large amount of the seafloor, at least 1.5 square kilometers of ocean floor, is currently held by foreign corporations and governments. So we're quite concerned by that. Und unsere Sorge ist, dass in unserer Region 1,5 Millionen Quadratmeter Meeresboden sich jetzt im Besitz von internationalen Konzernen befinden und also von denen kontrolliert werden und wir machen uns Sorgen, was damit jetzt passieren wird. And why are we here talking to Germans about seabed mining in our region? First, it's an experiment. A company is coming down to test a technology in our waters. And we're very concerned, and we are a people from a region that lives almost 85% of our lifestyle is on the sea and on the land. So we're not a people who live on cash, but a people who live from the environment and from our sea and from our land. Why are we here talking to Germans? We are here talking to the Germans because of our colonial history. Papua New Guinea has a very long history with Germany, going back to
the 1800s. Also Papua-Neuguinea hat besondere Bedeutung für uns, nach Deutschland zu kommen, weil Papua-Neuguinea mit Deutschland aus der Kolonialgeschichte verbunden ist. Und für uns ist die Frage der Erschließung des Meeresbodens von daher ein besonderes Thema, weil unsere Leute in Papua-Neuguinea zu 80% ihrer Zeit auf dem Wasser leben. Das Wasser ist der Hauptursprung unserer Ernährung, unserer Wirtschaftsweise. Ein Großteil der Menschen dort lebt in einer geldlosen Ökonomie, also noch unmittelbar verbunden mit direkter Subsistenzökonomie. Und wenn jetzt diese experimentellen Abbaumethoden beginnen, dann ist das eben für uns ein Thema, auch das in Deutschland vorzutragen. So we're here talking to our German friends about the impact of this experiment, if it happens in our waters, how it's going to affect our people in the region of the Pacific and especially Papua New Guinea. Wir sind hier, um mit deutschen Kollegen und Bündnispartnern darüber zu sprechen, wie diese experimentelle Ausbeutung des Meeresbodens unsere Region eben betreffen wird. Um das nochmal genauer zu kriegen, eure Sorge ist, also was wird passieren, wenn abgebaut wird? Wird das Einfluss haben auf die Fischbestände, auf die Küste? Wie wird das die Lebensgrundlagen in der Region beeinflussen? If there's a start now with seabed mining, what exactly do you think will happen? Will it affect the fish and the fishery or the coast, or how will you people be affected from starting with seabed mining in the sea? I think our key concern in terms of trying to stop the industry, I think the first point is that we're trying to stop the industry before it starts. And we're doing it because our governments don't have enough understanding about the technology itself, its safety features. It's never been tried anywhere else, nor do they understand about the ecology where the mining is proposed to take place. Wir versuchen, den Tiefseebergbau aufzuhalten, bevor er beginnt. Wir sind besonders besorgt, weil unsere Regierung wenig Ahnung hat von dem, womit sie da beginnen lässt, sowohl vom Tiefseebergbau selbst als auch von den ökologischen Bedingungen. Wieso genau ist eure Gegend eigentlich die erste jetzt, und wenn eure Regierung so wenig eigentlich mit der Technologie des Tiefseeabbaus zu tun hat oder überhaupt mit dem Tiefseeabbau, warum beginnt es dann bei euch? Why does it start in your region when your government is so little affected or acquainted with the technology and the actual digging out? Why is your region then the first? It has a lot to do with our governments believing that they will benefit from this particular industry. A lot of our governments, our countries are very small, and so they see deep sea mining as an option for which to develop and grow. But we question the very basis of that growth that we perceive that we will benefit from. We have historically long experiences with land-based mining. Now we're used to mine phosphate. PNG has several mines and has double-digit growth, but our people's lives have not been improved. Es ist für unsere Regierung, scheint es sehr attraktiv zu sein, sich darauf einzulassen. Sie versprechen sich davon eine schnelle Entwicklung. Viele dieser Inseln sind sehr kleine Länder, für die das eine Einkommensquelle scheinbar sein kann. Aber wir haben die Erfahrung mit Bergbau an Land, insbesondere auch in Papua-Neuguinea in großen Gegenden, und die Effekte waren sehr stark und das Leben der Menschen hat sich dadurch nicht verbessert. Was genau ist passiert an Land, nachdem der Bergbau eingesetzt hat, und wie waren die Effekte? What happened with land mining and why did it not improve your people's condition? This is, my colleague was talking about our governments believing that we will make a lot of money from mining. From our experience with land-based mining, we've seen a lot of destruction, a lot of
bad things happening to our rivers, to our mountains, and our people's lifestyles. Their health has not improved. It's getting worse. Children are not able to go to school. So it's not adding value to our life. It's taking away. So those are the experiences we're learning, and that is why in terms of seabed mining, it's outside in the sea. We won't be able to see anything, but the impact in the sea is going to be big. Der Bergbau in Land hat große ökologische Folgen gehabt. Er hat auch gesundheitliche Folgen gehabt für die Menschen, die dort arbeiten. Er hat aber nicht dazu geführt, dass beispielsweise die Bildung besser geworden ist oder auch das Einkommen. Und wir sind besonders besorgt, weil wir den Bergbau auf See, am Meeresboden noch weniger sehen können. Also wir können noch weniger beobachten, was dort passiert. So from where we stand, we wonder where all the money that's made from the mining projects go to. Now that is not a problem for the Germans, it's our government's problems, how we manage the funds or the revenue that comes from the mining projects. So we're strongly against seabed mining because we don't see anything profitable, anything beneficial from this project in terms of money, because it's just not going to help us. Also wir fragen uns sowieso, wo das Geld hingeht, das bezahlt wird dafür, und wir sehen gar nicht, wie die Menschen, die da unten leben, vom Tiefseebodenabbau profitieren sollen, weil sie werden das gar nicht machen. And it's, you know, we're really dependent on fisheries. Fisheries is a very significant industry for countries. It's a $5 billion industry, if not more. And one of the concerns that we have is that our governments don't even understand how seabed mining would affect our fishing industry. Nor does it understand how it would affect our tourism industry. So for us, it's very clear that our governments don't have enough information to take the policy decision to proceed with seabed mining. Für unsere Länder ist einmal die Fischerei eine Hauptindustrie, die also einer der wichtigsten Erwerbs- und Einkommensquellen ist. Ein zweiter wichtiger Wirtschaftszweig ist auch der Tourismus zunehmend. Und bei beiden halten wir es für völlig ungeklärt, was für Auswirkungen passieren werden, wenn am Meeresboden eben Bergbau beginnt. Was das für die Fische heißt, was das für den Tourismus heißt. Und wir glauben nicht, dass unsere Regierung in irgendeiner Weise etwas von diesen Auswirkungen versteht. Für uns alle nochmal, wie genau funktioniert das eigentlich? Also es kann ja nicht jeder am Meeresboden jetzt irgendwo beginnen abzubauen, sondern man muss Gebiete in Pacht oder anderweitig erwerben, und eure Länder sind Länder, die solche Lizenzen vergeben können. Wenn ihr das nochmal kurz erklärt. If you would explain a little for us, it's not that anybody can just start seabed mining anywhere. You need a license, and your countries have a possibility to sell those licenses. So if you could explain the system in brief. Seabed mining takes place in two areas, if you like. One is within our national economic zones, which is about 200 nautical miles, and the second area where it takes place is in the international waters, which belongs to the global common. In our own EEZs, our governments have to issue licenses to companies that express an interest to explore the ocean floor. That's the first step. But to do so, they need to follow certain democratic processes. So they need to consult within government, with parliament, but also with people. The situation that we have right now is that in a country like Vanuatu, they have issued 140 licenses without government knowing about it, nor parliament, let alone the people. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie Unternehmen an solche Lizenzen kommen können. Das eine ist innerhalb der 200 Seemeilenzone, das gehört
Das ist die ausschließliche Wirtschaftszone der Staaten. In denen können sie das nach Belieben vergeben. Das andere ist außerhalb der 200 Seemeilen auf der Hohen See. Dann haben Staaten wie die pazifischen eben bestimmte Rechte zugesprochen bekommen. Es ist aber die Bedingung, dass bevor solche Lizenzen vergeben werden, eigentlich bestimmte politische Prozesse, auch bestimmte Informationen an Parlamente und Bevölkerung erfolgen müssen. Es ist aber sehr fraglich, ob das geschieht. Also es gibt sehr kleine Inseln wie Vanuatu, die in den letzten Jahren 140 solche Lizenzen vergeben haben. Und es ist mehr als fraglich, ob irgendjemand in der Verwaltung, geschweige denn die Bevölkerung, darüber abgestimmt oder das nur zur Kenntnis genommen hätte. In welcher Weise arbeitet ihr? Also welche Art von Kampagnen macht ihr? Ist euer Eindruck, dass die Leute das... Also gibt es Widerstand in der Bevölkerung oder ist es schwierig zu vermitteln, dass das ein Problem wird? Just how are you working with your NGO and with the people? Is it a difficult work? Do you have to convince people first or are they quickly to see that this is a danger coming to them? Seabed mining is a totally new field for us. So there's a lot of information we don't know yet, we don't have yet. So Maureen and I work very closely together first to inform ourselves, and then we try to work with other groups, including our parliamentarians, to educate them on what this is about. Your previous question was about the process. One of the things about this is that licenses are issued already before, and then now we're coming back and we're trying to put policies and things into place so that we make this happen. So a lot of things are missing, so we have to find ourselves within the region. She works from Fiji, I'm in Papua New Guinea, and we try to find other people who we can work together and inform ourselves about what's happening, what is seabed mining about. Ich muss Sie immer wieder unterbrechen. Also unsere Arbeit ist im Moment hauptsächlich Aufklärungsarbeit. Wir versuchen sowohl gegenüber der Regierung, dem Parlament, als auch der Bevölkerung überhaupt zu erklären, was Tiefseebergbau ist. Auch für uns ist es ein neues Feld. Wir haben vorher zu anderen Fragen gearbeitet. Unser Problem ist, wir arbeiten momentan auf der Grundlage, dass die Lizenzen bereits vergeben sind und wir nachträglich versuchen, Bedingungen durchzusetzen und an sie zu knüpfen. Eigentlich wäre es gut, vorher arbeiten zu können, dass diese Prozesse laufen, bevor die Lizenzen vergeben sind. Und es ist momentan für uns auch die Aufgabe, wir arbeiten in verschiedenen Ländern in der pazifischen Region, hier eben auch Strukturen aufzubauen, wie wir zusammenarbeiten, um das gemeinsam machen zu können. So just at the regional level, we have a very good coalition with churches, women's groups, community groups, customary landowners, and NGOs. And I think what we're trying to do now, and one of the reasons why we're here in Bremen, is we need to link up with other groups and stakeholders, because Bremen is going to become increasingly important in the struggle in the Pacific. Bremen is where the technology is being made, the robots are being developed. So we need to link up with our colleagues here in Europe to better understand not just the technology, but the funding. Where is the money coming from? How much is your government subsidizing these industries that's putting pressure on our work back in Fiji? Also in unseren eigenen Ländern arbeiten wir mit verschiedensten Gruppen zusammen. Wir arbeiten mit den Kirchen, wir arbeiten mit Frauenorganisationen, mit Landorganisationen. Aber wir haben das Gefühl, es ist auch immer wichtiger für uns, nach Europa, speziell nach Deutschland zu kommen und mit Gruppen hier zu arbeiten. Insbesondere Bremen ist ein Ort, der sehr wichtig ist für Tiefseebergbau, weil hier einer der Orte ist, wo die Technologie entwickelt wird. Und auch für uns ist es wichtig, für unsere Arbeit genauer zu verstehen, welche Technologie zum Einsatz kommt und woher das Geld kommt. Also wie die Wege der Finanzierung sind und wer hier Bedingungen daran knüpfen kann. Dann schließt sich auch die Frage an, was eure Erwartungen an
uns hier, also an die EU und an unsere Arbeit auch in Deutschland und Bremen sind, um euch zu unterstützen. So this leads to the question what you expect from us to do inside European Union or here in Germany or in Bremen, what we can do to support your work or cooperate in this. I think we would like support from, particularly to look at your funding to the Pacific, because the funding adds lots of pressure on our governments to proceed. So we need support to track how much financial commitment is coming from Europe to the Pacific, and particularly because Europe has very strong environmental laws, and particularly the precautionary principle. It's founded and it's a key pillar of the environmental laws. We are very keen to see how your funding has not afforded our people those rights. And in fact, it's really critical that European NGOs take very critical look, not just on the environmental side, but the financial side. How is that promoting and not affording Pacific people those same rights that you afforded in your countries? Also uns war besonders wichtig, dass NGOs hier und politische Gruppen hier auf die Wege schauen, wo das Geld herkommt. Eigentlich gibt es in der Europäischen Union ganz interessante Instrumente, auch umweltpolitisch. Also es gibt eigentlich die Grundregel des Vorsichtsprinzips. Eigentlich dürfen keine Maßnahmen begonnen werden, wo nicht klar ist, was sie in der Umwelt auslösen. Wir haben aber das Gefühl, dass das nicht angewendet wird auf die Wege, wo Unternehmungen finanziert werden, die in anderen Regionen der Welt stattfinden. Deswegen wäre für uns ganz wichtig, dass hier recherchiert wird, wo kommt das Geld her und wie weit ist es eben so, dass da auch die Umweltstandards der EU angewandt werden, wenn Projekte finanziert werden außerhalb der EU. I think that would be okay for the first round. Ich glaube, das wäre jetzt für die erste Runde gut. Wir können vielleicht gucken, ob noch Fragen sind. Maybe you could answer some questions. And for me, I would say first thank you to you.